Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Medion, und zwar ein S17405. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar genau hier. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ unkompliziert ist. Und zwar muss man dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur und auch dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen, die hier um das Gerät herumlaufen. Und ich habe da auch mal exemplarisch eine drin gelassen, weil man hier ganz gut sehen kann, dass da nämlich auch eine Abdeckung drauf ist. Das heißt, die muss man zuerst abnehmen, entweder mit einer Pinzette oder einem anderen Gegenstand, wo man hier so ein bisschen drunter hebeln kann. Genau. Und dann sieht man unten drunter die Schraube. Und generell ist es so, dass ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset benutze. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt alle schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall kann man hier einen normalen Kreuzaufsatz nehmen, und zwar einen PH0. Und bei dem Gerät ist es auch so, die Schrauben sind alle gleich lang. Da muss man sich also nichts separat aufbewahren. Wenn alle Schrauben dann draußen sind, kann man die Unterseite vom Gerät lösen. Und da zeige ich euch auch mal schnell, man sieht das hier ganz gut, die Verbindungslinie zwischen Unterseite und Gerät. Und das läuft dann hier einmal um das Gerät herum. Und ich benutze jetzt zum Öffnen hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man im Grunde genommen zwischen Unterseite und Gerät irgendwo eine Lücke zu schaffen. Ich probiere es am Anfang eigentlich ganz gerne mal auf der Rückseite. Hier zum Beispiel oder hier oben. Und dann hebelt man die Unterseite nach oben hin auf. Und das geht auch schwerer, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde. Ist aber letztendlich nur eine Geduldfrage. Wenn das mal irgendwo nicht so gut geht, dann sucht man sich am besten einfach eine andere Stelle. Also auch hier an der Seite zum Beispiel, je nachdem, da kommt man jetzt zum Beispiel nicht so gut rein. Hier vorne dagegen kommt man ganz gut rein. Und ja, so testet man das aus. Und wenn man einmal eine Öffnung geschaffen hat, arbeitet man sich im Grunde genommen um das Gerät herum. Und meistens kann man dann auch schon mit den Fingern drunter fassen und das mit ein bisschen Wippen, Rütteln und so weiter abnehmen. Ansonsten einfach ja, um das Gerät herum und das Ganze dann, bis die Unterseite abnehmbar ist. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard. Und da sehen wir hier das Kabel und den Stecker. Und das kann man in dem Fall nach hinten rausziehen. Und auch da kann man sich so eine kleine Hilfe nehmen. Hier hat das auch so ja, fast schon speziell dafür gedacht, dass man das hier rauskriegt. Und sobald man den Akku getrennt hat, hat das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr und ist so auf der sicheren Seite. Was wir hier noch sehen können ist, direkt neben dem Akku wäre noch Platz für eine 2,5 Zoll. Das Gehäuse und auch das Adapterkabel müsste man sich dann dazu bestellen. Und das Kabel würde in dem Fall dann hier angeschlossen werden. Und vielleicht kann ich euch das später noch zeigen. Also das ist ein Kippschalter. Den klappt man zuerst auf, dann kommt das Kabel hier rein und dann klappt man es wieder zu.
Ich kann euch das tatsächlich an dem hier mal zeigen. Das müssen wir nachher eh wegmachen. Da kann man das ganz gut sehen. Man klappt das erst auf und dann kommt hier das Kabel raus. Hier unten drunter ist nämlich auch die SSD. Und beim Wiederverbinden ist es so, egal ob jetzt hier oder hier, man hat da eigentlich immer irgendwo so eine Markierung drauf. Und das heißt, da sieht man ganz gut, wie weit das Kabel wieder rein muss. Dann wird das zugeklappt und ja, super einfach. Was wir noch sehen können, ist das WLAN-Modul hier oben. Wir sehen hier drüben noch die CMOS-Batterie. Die ist jetzt hier nur aufgeklebt und läuft hier zum Mainboard. Dann sehen wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink. Der RAM ist hier unter so einer kleinen Abdeckung. Da sind die beiden RAM-Riegel. Und das Gerät hat auch noch die Besonderheit, dass die Strombuchse, falls die mal kaputt ist, die kann man super einfach tauschen. Die ist nämlich separat mit einem Kabel, was hier zum Mainboard läuft. Also ja, super nachhaltig und praktisch. Und auch die Platine hier drüben könnte man, wenn man will, einzeln tauschen oder wenn man muss. Um den Akku auszubauen oder zu tauschen, muss man nur die Schrauben, die hier sehr gut ersichtlich sind, rausnehmen. Und danach kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und so ja, gegebenenfalls eben auch sehr einfach tauschen. Der RAM, wie gesagt, befindet sich hier unter dieser Abdeckung. Die kann man einfach abziehen. Und der RAM selber, ja, der lässt sich wie bei allen Geräten eigentlich mega einfach tauschen. Der wird nämlich jeweils nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann kommt einem der RAM hier quasi schon entgegen und kann dann so eben getauscht werden. Da einfach schauen, wenn man feuchte oder leicht schwitzige Hände hat, da nicht direkt auf die Kontakte zu greifen. Und beim Wiederverbinden oder Wiedereinbau ist es so, der geht nur in eine Richtung. So würde der jetzt nicht passen. Und dann kommt er zurück in den Slot, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Bei der SSD ist es so, wie gesagt, die läuft hier unter dem Kabel. Das habe ich vorhin in der Übersicht quasi schon gezeigt. Das heißt, das macht man hier ab. Das klebt auch so ein bisschen hier oben drauf. Und die SSD selber ist nochmal in so einer Hülle drin, wird aber prinzipiell nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die SSD so leicht nach oben hebeln, nicht zu viel, und dann aus dem Slot ziehen. Die klebt nämlich hier noch ein bisschen auf dem Abstandshalter. Ja, und so eben auch super einfach nachrüsten oder tauschen. Wiedereinbau, ähnlich wie beim RAM, passt nur in eine Richtung, würde so jetzt nicht reinpassen. Das heißt, auch da ist man immer auf der sicheren Seite. Dann kommt die zurück in den Slot. Und dann kann man auch die Abdeckung wieder drüber machen. Und dann wird das Ganze hier wieder auf das Gewinde drauf gedrückt und einfach wieder verschraubt. In dem Fall hier natürlich nicht vergessen, auch das Kabel wieder einzustecken. Da schauen, dass das, wie gesagt, ganz drin sitzt. Und ansonsten, ja, super simpel. Beim Lüfter ist es hier so, auch den kann man einzeln tauschen. Und auch dafür muss man dieses Kabel hier aufmachen, weil nämlich das Kabel vom Lüfter genau hier dran läuft. Der Lüfter selbst wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Ja, und sobald die Schrauben weg sind, kann man den Lüfter hier nach oben rausnehmen. Und da ist es so, der klebt hier unten so ein bisschen auf ja, dem Streifen vom Heatsink. Das heißt, da einfach den Heatsink ein bisschen nach unten drücken und dann das hier vorsichtig ablösen. Und dann hat man den Lüfter schon in der Hand. Und das Kabel, das läuft hier unter den WLAN-Antennen durch. Das kann man nach hinten hin rausziehen. Ich versuche da am Stecker selber zu fassen. Und ja, so lässt sich der Lüfter super einfach tauschen. Beim Wiederverbinden ist es so, ich würde auch da das Kabel zuerst verbinden, allein schon, damit man es nicht vergisst. Und auch, weil das hier ein bisschen fummelig ist. Und da noch der Hinweis, hier kann man auf dem Stecker auf der einen Seite kann man Kontakte sehen. Und ja, die Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und auch da gehen wir unter die WLAN-Antennen
Und dann kommt der Stecker hier zurück. Und da schauen, dass der richtig drin sitzt. Der Lüfter selbst kommt dann einfach wieder auf die Gewinde. Der ist passgenau und ja, muss nur wieder verschraubt werden. Und auch hier am Ende das Kabel wieder rein, Stecker auf, dann das Kabel ordentlich bis zum Anschlag rein, Stecker zu und ja, so schnell geht hier ein Lüftertausch. Der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Da gibt es auch hier drüben neben der eigentlichen Öffnung für die Schraube noch so kleine Hilfsöffnungen für die Führungshilfe hier. Das heißt, wenn man den Akku da rein positioniert, dann sitzt der direkt fest und muss nur wieder verschraubt werden. Und super wichtig, natürlich nicht vergessen, am Ende auch das Kabel wieder zu verbinden, damit das Gerät auch wieder Strom bekommt. Das macht man auf jeden Fall ganz zum Schluss, wenn man nichts anderes mehr machen muss. Da schauen, dass der Stecker gerade reingeht und dann einfach bis zum Anschlag. Und ja, dann kann man die Unterseite wieder verbinden und die legt man einfach gerade von oben auf das Gerät drauf und drückt das nach unten hin fest. Da kann man auch kräftig drücken, auch in der Mitte, sind überall Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schaut, dass hier wirklich keine Öffnung mehr zu sehen ist, wie hier, dass da wirklich alles zu und verschlossen ist. Und ja, dann muss man nur alle Schrauben wieder reinmachen, dann die Abdeckungen oben drauf und so schnell ist man hier durch mit allem. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.